Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir eine überaus köstliche und dabei auch sehr gesunde heiße Schokolade her, die allerdings ohne Kakao auskommt, also keine Schokolade enthält. Und zwar aus Gründen, die ich euch gleich nennen werde. Eine echte heiße Schokolade mit rohem Kakao hatte ich euch schon mal hergestellt. Das Video dazu verlinke ich euch gerne hier oben. Und zwar war das die gesündeste heiße Schokolade der Welt. Wir benutzen als Milch jetzt hier die Bio-Kokosmilch, die nur aus Kokosnussfleisch, Wasser und etwas Gurkernmehl besteht. Wir füllen eine Tasse zu einem Drittel bis zur Hälfte mit dieser weichen Kokosmilch und füllen den Rest mit reinem Wasser auf. Man könnte aber auch die ganze Tasse mit reiner Kokosnussmilch befüllen. Jetzt geben wir ein Bio-Eigelb plus ein ganzes Bio-Ei in eine große Tasse. Und hier ist die Prozedur fast wieder die gleiche wie bei unserer besten heißen Schokolade der Welt. Es kommen 2 Teelöffel Erythrit und Stevia-Gemisch hinzu als Süßungsmittel. Und anstelle des rohen Bio-Kakaopulvers werden wir jetzt Bio-Karopulver verwenden. Das Karopulver wird aus der Johannisbrotschote hergestellt und hat einen von Natur aus süßen, malzigen, karamellartigen Geschmack, im Gegensatz zur bitteren Note des rohen Bio-Kakaos. Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen Johannisbrot und Schokolade oder Kakao sind die enthaltenen Stimulantien und der Koffeingehalt. Denn Kakao und Schokolade enthalten Koffein und Theobromin, die Stimulantien sind und süchtig machen können. Manche Menschen können dafür anfällig sein und Kopfschmerzen, Nervosität, schlechte Schlafqualität und Akne erfahren. Und da Kakao auch Oxalsäure enthält, die die Mineralstoffaufnahme hemmen und Nierensteine verursachen kann, benutze ich die echte heiße Schokolade nur gelegentlich und abends jetzt immer das Karopulver in dieser heißen Schokolade. Die Kokosmilch hier wurde vorher natürlich erhitzt und kommt jetzt zu dieser rohen Ei, Karop und Erythrit-Stevia-Mischung hinzu, während dabei kurz noch auf kleiner Stufe weitergeschlagen wird. Wie wir gesehen hatten, haben wir vorher natürlich gründlich die Ei-, Karop- und Stevia-Erythrit-Mischung geschlagen, bis eine richtig cremige Konsistenz entstanden ist. Und diese herrliche, luftige Creme führt dann zu diesem wunderschönen Schaum oben auf dieser heißen Schokolade. Wir könnten jetzt noch mit frisch gemahlenem Zimt dekorieren, der geschmacklich sehr gut zur Karop-Schokolade passt und darüber hinaus auch noch eine Menge gesundheitlicher Eigenschaften besitzt. Denn er beinhaltet nicht nur viele Antioxidantien und ist entzündungshemmend, sondern ist unter anderem auch krebsvorbeugend. Genauer wird dies in meinem Video zur niedrigen Krebsrate in den islamischen Ländern erklärt. Das verlinke ich euch hier oben gerne. Ja, und wie gesund die darin enthaltenen rohen Bio-Eier sind, das habe ich euch jetzt schon in diversen Videos erklärt. Wie zum Beispiel in meinen Lubrikatoren-Videos. Eines davon kann ich euch hier oben auch verlinken. Bis auf Vitamin C enthalten Eier auch alle wichtigen Vitamine, darunter Vitamin A, D, E und verschiedene B-Vitamine. Zusätzlich finden sich im Ei die Spurenelemente Zink, Eisen und Selen sowie Antioxidantien wie beispielsweise Lutein. Auch besitzt das rohe Ei eine biologische Wertigkeit von 100. Und die meisten Nährstoffe befinden sich im Eigelb, weshalb wir hier jetzt 2 Eigelbe und nur ein Eiweiß benutzen. Und was nun den Vergleich zwischen rohem Bio-Kakaopulver und Karopulver betrifft, so ist Kakao reich an Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan und Phosphor, während Johannisbrot reich an Folsäure und Calcium ist. Beide enthalten auch essentielle Vitamine wie Vitamine A und B, allerdings ist eben der Kakao hier der Gewinner, was die Spurenelemente und Mineralstoffe betrifft. Und was die antioxidativen Eigenschaften betrifft, so sind beide, sowohl Johannisbrot als auch Kakao, sehr antioxidantienreich, indem sie beide Polyphenole und Flavonoide enthalten. Allerdings ist auch hier der Kakao wieder an vorderer Stelle. Deshalb hat der rohe, unverarbeitete Bio-Kakao natürlich seine Daseinsberechtigung, aber aufgrund der fehlenden Stimulantien wie Koffein und Theobromin und auch der fehlenden Oxalsäure ist die heiße Karob-Schokolade besser vor dem Schlafengehen geeignet zu trinken und es macht sie zu einer fantastischen Alternative für Menschen mit Herzfrequenz, Schlaf- oder Blutdruckproblemen. Schaut euch auch gerne mein Video zur Karob-Schokolade an als Süßigkeitenersatz für herkömmliche Schokolade. Das verlinke ich euch hier oben. Wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert das Glockensymbol. Liebste Grüße, Assalamu alaikum, eure Maria.